Na, wie war's bei deiner Freundin? Ganz nett. Wo habt ihr euch denn getroffen? Im No Limits? Nee, in einer anderen Kneipe. Kennst du nicht. Dass deine Freundin über Weihnachten nicht bei ihren Eltern ist? Wundert mich. Woher kennt ihr euch denn? Aus der Schule? Mhm. Mit Gabriela machst du gar nichts mehr, hm? Wieso? Du hast mir doch selber erzählt, dass ihr euch nicht mehr so gut versteht. Worum ging's denn bei eurem Streit nochmal? Mama, bitte. Ich soll dir schöne Grüße von Charlie Schneider sagen. Du warst im Bistro? Ich bin da kurz vorbeigegangen. Ehrlich gesagt habe ich es hier alleine nicht ausgehalten. Ich muss die ganze Zeit an Nina denken. Es tut mir alles so leid. Ach, ich wünschte, ich hätte mich nicht mehr mit Arno eingelassen. Es bringt doch auch nichts, wenn du dir ständig Vorwürfe darüber machst. Davon kommt Nina auch nicht wieder zurück. Entschuldige, du hast ja recht. Ich verstehe ja, dass du traurig bist. Aber das ständige Reden darüber, das bringt doch nichts. Ich dachte nur, weil wir beiden in einer ähnlichen Situation sind. Willst du nicht doch ein Stück? Nein, danke. Das schmeckt aber ganz prima. Ich habe Nein gesagt. Ach komm, ein Stückchen zum Probieren. Mama! Ist ja schon gut. Also lass uns eine Verabredung treffen, ja? Ich jammere dir nicht mehr die Ohren voll, weil Nina weg ist. Aber dafür unternimmst du was mit mir. Muss das sein? Ach, wir haben doch früher auch so viel gemeinsam unternommen. Schlittschuhlaufen. Ich war schon so lange nicht mehr auf der Eisbahn. Das letzte Mal mit Nina. Womit wir wieder beim Thema wären. Ich verspreche dir kein Wort über Nina. Aber dafür gehen wir jetzt, ja? Mal sehen. Ist es wegen Uli? Ich habe einfach keinen Bock. Aber wir haben bestimmt viel Spaß. Ich überleg's mir, okay? Wir können auch ins Kino gehen oder shoppen. Es gibt so viele Dinge, die wir machen könnten. Können wir nicht einfach nur hier bleiben? Ich hab's. Was ist denn jetzt schon wieder? Später. Silvester unter dem Eiffelturm. Ich finde das eine wunderbare Idee. Hoffentlich können Millie und ich die Zeit nutzen, um unseren Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Paris wird euch gut tun. Wo hast du denn so kurzfristig überhaupt noch ein Hotel herbekommen? Gebucht habe ich schon im letzten Sommer. Nina und ich, wir wollten dort gemeinsam das Millennium begehen. Naja, und wenn du jetzt die Reise machst, beweist du dir, dass du auf dem besten Weg bist, die Trennung zu verarbeiten. Und ich bin mit Millie zusammen. Ohne sie wüsste ich im Moment einfach nicht, was ich tun sollte. Ja, sich um jemanden kümmern zu dürfen, ist eine schöne Sache. Aber man sollte es nicht übertreiben. Naja, dein Bedürfnis nach Nähe könnte Millie zu viel werden. Millie und ich, wir brauchen uns jetzt. Mehr denn je. Schließlich haben wir beide eine gescheiterte Beziehung hinter uns. Oh, entschuldige mich. Hallo. Ach, hallo. Wie geht's denn Millie? Na ja, sie versucht irgendwie damit fertig zu werden. Es tut mir so leid, wie das alles gelaufen ist. Warum hast du denn nicht von Anfang an gesagt, was los ist? Ich wusste es doch selber nicht. Und als es dir dann klar war? Naja, jetzt ist die Sache gelaufen. Wichtig ist nur noch, wie Millie damit umgeht. Wenn ich ihr irgendwie helfen kann. Du magst sie immer noch, ne? Ja, bin auch anders als früher. Ja, dann sag ihr das. Ich glaube nicht, dass Millie mir zuhören wird. Und ich denke, dass sie insgeheim darauf wartet, dass du zu ihr kommst. Nein, Oma, Wollsocken kann man ja immer mal gebrauchen. Na, natürlich habe ich mich gefreut. Ach, keine Ahnung, was ich Silvester mache. Vermutlich feiere ich mit Mama. Mache ich. Ich dich auch. Bis dann, tschüss. Viele Grüße von Oma. Danke. Was gibt's denn Neues in München? Oh, nichts Besonderes. Oma geht's gut. Sie will über Silvester in die Berge. Oh, schön. Hast du denn schon was Konkretes geplant? Nein. Warum? Was hältst du von Paris? Tolle Stadt. Und wir fahren da über Silvester hin. Flug, Hotel, alles schon gebucht.
Das ist also deine Überraschung. Da freust du dich nicht? Nein. Ja, aber warum? Du hast eben noch gesagt, dir gefällt Paris. Aber mir gefällt nicht, wie du über meinen Kopf hinweg entscheidest. Und deshalb bleibe ich hier. Millie! Jetzt also noch mal der Reihe nach. Was ist denn genau passiert? Meine Mutter hat mal wieder für mich entschieden. Inwiefern? Sie hat ohne mich zu fragen einen Silvestertrip gebucht. Nach Paris. Ist was? Nee, wir wollten nur die Reise machen. Na toll. Und mir verkauft sie es als die spontane Überraschung schlechthin. Kommt wohl im Moment nicht so gut klar. Mama nervt. Milli, sollen wir? Milli, lass uns. Milli, ich bin doch nicht ihr Schoßhund. Sie ist einsam. Und deshalb tut sie so, als hätten wir die gleichen Probleme? Habt ihr die nicht? Nein, ich bekomme mein Leben in den Griff. Und Uli? Fehlt ihr die nicht mehr? Manchmal. Aber dann tröste ich mich damit, dass ich ohne ihn besser dran bin. Keine Aussicht, dass ihr irgendwann mal wieder Freunde werden könntet? Genauso wenig oder viel wie bei Mama und dir. Oder hat sich da was geändert? Nein, und das wird sich auch nicht so schnell. Na, siehst du? Schade nur, dass du alles ausbaden musst. Aber nicht mehr lange, wenn sie so weitermacht. Wie viel? Wenn sich will ein Feuerwerk und nicht die Stadt in die Luft sprengen. Das wäre billiger. Sie haben vielleicht Humor. Gut, einverstanden. Faxen Sie es mir zu. Mhm. Probleme? Naja, die Kosten für das Feuerwerk. Sag mal, du bist zu Silvester jetzt in Paris, ja? Wenn ich das wüsste. Wieso, hat Millie schon was anderes vor? Nein. Aber sie will nicht mitkommen. Was mache ich bloß falsch? Vielleicht musst du ihr ein bisschen mehr Zeit für sich selbst geben. Damit wir beide den ganzen Tag unseren Verflossenen nachtrauern. Wir? Naja, ich glaube, du schließt von dir auf Millie, ja? Unsinn. Letztendlich kann Millie dir über deine Trennung nicht hinweghelfen, schon gar nicht in ihrer Situation. Das erwarte ich ja auch gar nicht. Sondern? Ich möchte nur eine ganz normale Mutter-Tochter-Beziehung. Ist das denn wirklich zu viel verlangt? Hat Erika noch mal von Paris angefangen? Nein, und ich hoffe für sie, es bleibt dabei. Und Uli? Ist der noch aktuell? Für mich nicht. Hoffentlich fängt Mama nicht wieder mit ihm an. Wenn man vom Teufel spricht. Hi. Hi. Was macht ihr denn hier? Enten füttern. Ja, und ich glaube, da hinten haben noch ein paar Hunger. Millie, ich wollte dir nur noch mal sagen, Dass es dir leid tut. Geschenkt. mir geht's doch selbst beschissen. Soll ich dich trösten? Ich wollte dich nicht belügen. Wirklich nicht. Aber statt mir die Wahrheit zu sagen, ziehst du es vor, bei Tom in den Armen zu liegen. Das mit Tom, das ist doch auch für mich was Neues. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert ist. Dein Problem. Können wir nicht Freunde bleiben? Danke, kein Bedarf. Bei deiner Mutter hörte sich das aber ganz anders an. Meine Mutter hat mit dir über mich gesprochen? Ja. Das gibt's doch nicht. Millie, stell dir vor... Was ist denn los? Hast du mit Uli gesprochen? Ja. Obwohl du genau wusstest, dass er für mich gestorben ist. Ja, das hat sich so ergeben. Wie oft habe ich dich gebeten, dich nicht einzumischen? Aber ich habe doch nur gesagt, dass... Warum machst du das? Was? Dich dauernd in meine Sachen hängen, mir vorzuschreiben, was ich machen soll. Ich wollte doch nur helfen. Ich brauche deine Hilfe aber nicht. Ich tue es auch nie wieder. Dazu wirst du sowieso keine Gelegenheit mehr bekommen. Was meinst du? Dein Mutter-Tochter-Programm kannst du dir nämlich abschminken. Lass mich in Ruhe. Was ist denn los mit dir? Ich hab's doch nur gut gemeint. Ich brauche deine gut gemeinte Hilfe aber nicht. Was mit Uli und mir ist, geht dich nichts an. Aber als mit Uli Schluss war, da bist du zu mir gekommen. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, mit ihm über mich zu reden. Ich weiß gar nicht, warum du dich plötzlich so aufregst. Wir haben uns doch die ganze Zeit gegenseitig den Rücken gestärkt. Ich habe mir deine Geschichten mit Nina bloß angehört, weil du mir leid getan hast. Wenn du das so meinst, dann müssen wir auch gar nicht mehr miteinander reden.
Darum geht's doch gar nicht. Ich will nur nicht, dass du dich in mein Leben einmischst. Früher hast du meine Ratschläge gerne angenommen. Du erdrückst mich aber damit. Und wie soll's jetzt weitergehen? Lass mich einfach mal in Ruhe und hör auf, mich als Abfalleimer für deine Probleme zu benutzen. Ich wollte Millie nie bevormunden oder mich in ihr Leben einmischen. Aber offenbar ist es bei ihr so angekommen. Ich scheine seit einiger Zeit ziemlich vieles falsch zu machen. Und jetzt auch noch bei Millie. Vielleicht kannst du einfach nicht akzeptieren, dass deine Tochter erwachsen wird. Damit habe ich mich doch schon längst abgefunden. Ich wollte nur nach der Trennung von Uli ganz für sie da sein. Nicht als Mutter, als Freundin. Bist du dir sicher? Zumindest habe ich mir das eingebildet. Weißt du, wenn Mütter unbedingt die Freundinnen ihrer Töchter sein wollen. Was meinst du denn jetzt damit? Naja, die Frauen ignorieren oft den Altersunterschied zwischen sich und ihren Töchtern. Sie wollen nicht loslassen. Aber vielleicht ist ja die Jahreswende eine gute Gelegenheit, sich wieder mit Millie zu versöhnen. Hm? Da wird nichts draus. Wenn ich Millie noch mal mit Silvester komme, dann wird sie nur noch wütender. Hör mal, wieso kommst du nicht zu meiner Gala? Ich gebe nämlich ein großes Fest. Nicht hier, sondern in einem wunderschönen kleinen Palais. Hey, das ist nett. Wird bestimmt toll. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch dabei bist. Vielleicht sollte ich das wirklich machen. Arno! Charlie, ganz kurz, ich bin etwas in Eile. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dir ganz persönlich zu danken. Für deine Einladung. Ah ja. Wir freuen uns sehr. Also, bis morgen dann? Ja? Ja. Wunderbar. Gut. Erika. Kann es sein, dass du ein bisschen zu hart zu Erika warst? Kann sein, aber das musste eben mal raus. Ja, aber man kann Dinge so und so sagen. Du weißt aber auch, wie meine Mutter ist. Ich musste ihr wehtun, damit sie endlich aufhört, so zu klammern. 2 Bier noch bitte. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Es hat keinen Sinn, wenn du deinen Ärger in dich hineinfrisst. Aber ich hoffe nur, dass Erika sich nicht noch mehr isoliert. Das tut sie schon. Vielleicht solltet ihr euch mal eine Zeit lang aus dem Weg gehen. Ja, das heißt aber auch kein gemeinsames Silvester. Silvester allein? Ist aber ganz schön hart. Möchtest du vielleicht das neue Jahrtausend mit deiner Mutter auf dem Sofa verbringen und die ganze Zeit über verflossene Partner reden? Eher nicht. Eben. Vielleicht kommen wir ja nächstes Jahr besser miteinander klar. Ja, wenn du endlich erwachsen geworden bist und deine Probleme ganz allein gelöst hast. Eben. Silvestergala bei Charlie Schneider. Jetzt stell dich nicht so an. Ich habe bereits zugesagt. Muss das sein? Ach komm, mach, was du willst. Ja, ich sag ja schon nichts mehr. Bleibt's also dabei, Ja, dass bei euch immer alles so kompliziert sein muss? Ich leg mich eine halbe Stunde hin. Ach, mach schon. danke. Du? Was für eine herzliche Begrüßung. Bist du wieder gekommen, um dich von Arno trösten zu lassen? Nein, ich bin deinetwegen hier. Auf deine mütterlichen Ratschläge kann ich gut verzichten. Ich hatte nicht vor, dir welche zu geben. Möchtest du mich nicht reinbitten? Bitte. Vielen Dank. Also, was willst du von mir? Ich möchte es kurz machen. Im letzten Jahr ist so ziemlich alles schiefgelaufen zwischen uns. Um mir das zu sagen, hättest du nicht herkommen müssen. Auch wenn du es jetzt für unpassend hältst. Du bist meine Tochter und ich liebe dich. Wir sollten unter alles, was passiert ist, endgültig einen Strich machen und von vorne beginnen. Vielleicht ist Silvester eine gute Gelegenheit dazu. Wir sollen uns um 12 zuprosten und damit ist dann alles vergessen. Ich möchte einfach nur, dass wir wieder Kontakt zueinander haben und vielleicht gemeinsam feiern, wie wir das früher gemacht haben. Tut mir leid, Mama, aber dein Angebot kommt zu spät. Philipp und ich haben schon was anderes vor. Und wie sieht es in den nächsten Tagen aus? Hast du da mal Zeit für mich? Irgendwann bestimmt. Na schön. Dann wünsche ich dir noch einen guten Rutsch. Wünsche ich dir auch. Wiedersehen, Steffi. Mach's gut.
ziehst denn du für ein Gesicht? Was erwartest du? Ich baue Bockmist ohne Ende. Machst du mir eine Cola? Klar. Lass mich raten, dein Problem beginnt mit einem Tee. Nein, es geht diesmal nicht um Tom. Es geht nur in die Richtung. Geht es auch etwas genauer? Nick wollte unbedingt wissen, warum ich mit Mili Schluss gemacht habe. Und wie ich dich kenne, hast du ihm nicht den wirklichen Grund gesagt. Ich habe ihm erzählt, ich hätte eine neue Freundin. Sehr geschickt. Ja, er hat natürlich gemerkt, dass das nicht stimmt. Ja, und warum erzählst du ihm so einen Quatsch? Weil es mir peinlich ist, vor Nick zuzugeben, dass zwischen Tom und mir... Das Problem kenne ich. Und was sagt Tom dazu? Das kannst du dir ja wohl denken. Du magst Tom doch. Dann solltest du zu ihm stehen. Das möchte ich ja, aber... Uli, irgendwann musst du dich entscheiden. Sonst verlierst du ihn. Er wird das Spielchen nicht ewig mitmachen. Ich weiß aber nicht, wie ich Nick erklären soll, dass ich mich plötzlich für einen Mann interessiere. Dann ist deine Angst vor Nick also größer als deine Gefühle für Tom? Guten Abend. Na, immerhin. Bitte? Immerhin grüßt du mich noch. Du willst einfach nicht verstehen, warum ich sauer auf dich war, hm? Anscheinend haben es meine Töchter heute darauf angelegt, mich zu verletzen. Du hast mit Steffi gesprochen? Sagen wir besser, sie hat mich abserviert. Was heißt das? Ich wollte sie zu Silvester einladen, um mich mit ihr zu versöhnen. Aber sie hatte schon was Besseres vor. Hast du von Steffi was anderes erwartet? Vielleicht ist es besser, von meinen Töchtern gar nichts mehr zu erwarten. Sei mir nicht böse, Mama, aber ich hab's nicht so gerne, wenn man mich mit Steffi in einen Topf wirft. Wieso? Ihr wollt doch beide nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich hab dich nur gebeten, mich nicht ständig zu bevormunden. Das ist alles. Lassen wir das Thema. Warum weichst du jetzt aus? Ich habe mir vorgenommen, mich nicht mehr in deine Angelegenheiten einzumischen. Und ich werde dich auch nicht mehr mit meinen Problemen belästigen. Zufrieden? Du bist doch jetzt nur beleidigt, weil ich mein eigenes Leben leben will. Nein. Ich verstehe dich durchaus. Aber du hast mir eben sehr wehgetan. Es tut mir leid.